Zugeschaltet uns zum Thema Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Schönen guten Morgen. Diesen Gipfel noch mal rückblickend betrachtet, kann man mit den Ergebnissen zufrieden sein? Ja, ich glaube, wir haben uns ja häufig über das Thema unterhalten, wenn wir die letzten Jahre zurückblicken, dass wir an dem Punkt angekommen sind in Europa, grenzt an ein Wunder, ist aber auch angesichts der Lage, in der wir sind, ein Muss. Und insofern, ja, es ist gut, dass wir uns jetzt so auf den Weg machen. Dennoch ist zum Beispiel Ungarn ausgeschert, wollte eben diese Erklärung nicht mit unterschreiben. Wie problematisch ist das? Naja, wir kennen ja Viktor Orban, der sich ja dezidiert an die Seite von Trump und Putin stellt. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, auch in der Europäischen Union, den Ländern gegenüber Ungarn, auch die Slowakei ist ein Kandidat, Herr Fico, der immer gerne ausbricht, immer gerne das Geld Europas nimmt, aber wenn es um sowas geht, ausschert. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wir sind ja keine echte Verteidigungsunion in Europa, mehr mit den Staaten in Europa zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel Großbritannien, das läuft ja schon, sozusagen eine Koalition derer zu bilden, die willens sind und fähig sind, diesen Kontinent zu verteidigen. Und da kann man auch Regeln nutzen, wo es um ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren geht in Europa, was nur eine qualifizierte Mehrheit braucht im Parlament. Und da könnte man auch an Ungarn vorbeiarbeiten. Und ich empfehle dringend, das zu tun. Ich meine, die Hütte brennt und wir können hier nicht diskutieren, ob einer den Schlauch zum Löschen greift oder nicht. Fakt ist natürlich mit dem gestrigen Beschluss auch auf EU-Basis, es beginnt quasi ein neues Wettrüsten, Milliarden, die jetzt in neue Waffen gepumpt werden sollen und auch gepumpt werden. Der Beschluss ist aber noch nicht eine Realisierung des Ganzen, weil da gibt es ja viele ungeklärte Fragen. Auf welcher Basis will man sich denn treffen? Schaffen wir das überhaupt, tatsächlich zu einer Verteidigungsunion zu werden, Frau Strack-Zimmermann? Wenn Sie mich fragen, ist das das Ziel? Aber das ist ein mittel- bis langfristiges Ziel. Jetzt gilt es, dass wir aufbauend auf dem NATO-Plan, es gibt einen Plan, was muss jedes Land leisten, um eben diesen Kontinent in Gänze zu verteidigen. Darauf basiert das Ganze. Das ist ein Kann. Wir können die Länder nicht zwingen. Aber die Realität ist, dass wir in Europa im Durchschnitt bis zu 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in die Hand nehmen müssen. Wir liegen derzeit bei 1,9. Das muss erreicht werden. Und da wird es auch, wenn Sie mich fragen, keine anderen Möglichkeiten geben, das Langfristige zusammenzuwachsen, auch was die Verteidigung betrifft. Ja, das ist ein Ziel, aber jetzt muss gehandelt werden, weil wir sehen ja, wie die Amerikaner sich Stück für Stück, also die amerikanische Administration, muss man sagen, sich mehr um Putin kümmert als um das freie Europa. Und da haben wir gar keine Möglichkeit, anders zu handeln. Nun soll es ja Friedensgespräche in Saudi-Arabien geben. Für wie erfolgversprechend halten Sie dieses Format, was da abgehalten werden soll? Naja, das ist natürlich jetzt alles sehr spannend dahingehend. Wir hatten ja schon mal zuschauen dürfen, wie der amerikanische Außenminister und der russische Außenminister getroffen haben. Das war ein Zusammensitzen, das waren Bilder, die die Welt bewegten, aber sonst ist gar nichts bewegt worden. Trump will jetzt nach Saudi-Arabien, um mal wieder ein Business zu machen. Noch ist nicht klar, ob Putin das will, aber Putin hat heute wieder gesagt, dass er nicht bereit ist, die Waffen schweigen zu lassen. Wir müssen uns vorstellen, der neu gewählte amerikanische Präsident wollte in 24 Stunden Frieden. Da hat er verstanden, das geht nicht. Er will den Frieden. Wir übrigens auch, vor allen Dingen auch die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber Tatsache ist, dass Putin es nicht will. Im Gegenteil, in den letzten 3-4 Wochen, seitdem wir darüber sehr konkret sprechen, wird massiv die Ukraine bombardiert, mehr denn je. Und ich bin mal gespannt, wenn Trump denn auf Putin treffen sollte, wie er sich das erklären lässt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, danke Ihnen sehr für dieses spannende Interview. Ich danke Ihnen.